Guten Tag. Wir sind wieder da. Wir, also ihr und ich. Nicht eure hochwohlwürdige Feuerglatze. Vielleicht merkt ihr es mir an, ich bin noch ein bisschen müde. Ich war gestern wieder zu lange wach und das bekommt mir nicht. Ich meine, ich bin schon eine Nachteule, aber so auf Dauer ist es doch ein bisschen ermüdend. Und gestern habe ich halt noch lange wieder Critical Role geguckt und es war halt wieder sehr spannend. Aber nun denn, wir lösen heute einen weiteren Fall in L.A. Noire. Dieser heißt Reefer Madness. Ich muss wahrscheinlich, glaube ich, hier hin zeigen. Ach, und jetzt bin ich ja sowieso klein. Also auch völlig egal. Aber da, Reefer Madness. Und wir werden ihn hoffentlich gemeinsam lösen. Und wir werden ihn noch nicht überhaupt gut lösen. Wir spielen Cole Phelps und wir sind mittlerweile in Vice. Vice. Irgendwie da geht's um Glücksspiel, um Drogen, um Prostitution, alles was Menschen nicht dürfen. Wird in diesem Polizeidezernat-Abteilungsding gelöst. Unter anderem von uns. Und unserem Partner Roy irgendwas. Fangen wir doch einfach schon mal an, oder? Ich check noch kurz die Tonlage. Das sieht doch gut aus. Das sieht auch alles gut aus. Ja, ich kann mich noch mal kurz aufrecken. Ich sitze hier auch wie so ein Schluck Wasser in der Luft. Wie weit ist der Greenscreen über mir entfernt? Weg. Die Kamera. Ah, okay. Also mein Kopf wird nicht abgeschnitten. Gerade so. Ein Träumchen. Dann. Außer ihr habt noch was zu sagen in diesem wunderbaren Sonntag. Ich glaube, klinge ich verschnupft? Ich glaube, ich klinge ein bisschen verschnupft. Ich hatte auch vor ein paar Tagen richtig krasse Niesanfälle. Ja. Und ich dachte an dem Tag schon, ich würde krank werden. Hat sich dann aber noch wieder hat sich wieder gebessert. Und so richtig krank fühle ich mich jetzt nicht. Mal schauen. Vielleicht wird mir gleich krank und übel vor dem Spiel. Wir fangen jetzt an. Reefer Madness. Reefer Madness. You know a Freddie Calhoun? Sure, I know. Freddie needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Says he Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the 50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. See what you can find out. Eine Snitch erscheint. Eine neue Glühbirne leuchtet bedeutend heller, wenn man sie vor dem Einschrauben aus der Verpackung. Miss Temba, erstmal ein fröhliches Halloin. Roy's informant is the skittish type. Aber den hast du schon gebracht. Muss ich dir leider sagen. What now? If I know Freddie, he'll cut and run if there's even a hint of trouble. We should get there quick. Okay, dann gehen wir mal schnell zu Freddy. Das klingt aber cool. Buller Mac? Oder gibt's noch andere Indoor-Spielplätze? Dann viel Spaß damit. Und lass den Kleinen mal im Bällebad hüpfen. Coole Idee. Adeus. Hier ist aber schön hier. Auf Wiedersehen. Also für so eine Palmenkulisse habe ich ja jetzt hier nicht erwartet auf dem Polizeibalkon. Jetzt verstehe ich auch, warum es eine Stufe später nach dem Homicide kommt. Die scheinen hier ein bisschen besser bezahlt zu werden. Oder behandelt. Naja. Hörst du? Hold that thought, detective. Okay, hold that thought. Now take it someplace else. Der war nicht schlecht. Why don't you go polish your war medal and leave me alone? Und wieso ritzt du was auf deinen Schreibtisch? Okay, die sind anscheinend alle noch so ein bisschen müde wie ich.
Ich habe noch nie The Office geschaut. Stromberg durchgeschaut und super Serie, aber würde auch gerne mal The Office sehen. Sowohl britisch als auch amerikanisch. Ah, das könnte sein, dass das wieder so ein Fall ist, wo ich ein Newspaper finden kann. Wisst ihr was, bevor wir weitermachen, schaue ich... Nee, ich schaue das nicht nach. Denn... Da muss ich jetzt den Browser starten, das... Ja, ich kann was drauf. Da sind so viele Tabs immer offen, das dauert dann... 50 bucks? Do they think I'm made of money? No, you just look like you're made of money. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Yeah, I want to make homicide. You know you've got it made if you can get to that desk. Okay, der sagt ja jetzt doch, Homicide ist... Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Da ist die Tür schon so schön offen. Ah, da hat er seine coole Karre. Aber ich möchte mal hier was Neues ausprobieren. Ein neues Vehicle unlocken. Den zweiten Ford. Oder so. Ach, 2 doors. Get this. Middle of the afternoon, this crazy woman decides to set fire to the hotel she lives in. The fire brigade come and put it out. A couple hours later, she does it again. Phones up Central and says, I've set fire to my hotel twice today. You'd better come and get me. Did they send some uniforms around to get her? No, that's the best part. The desk sergeant, he gets his share of crank calls, says, all right, Lady Nero, why don't you come on down here? An hour later, she shows. Hair still smoking, clothes smoldering, smelling like a brush fire. Now, national news. Witzig. Mike Lyman. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört, den Namen hier. Vielleicht auch nicht. Baba. There's a little sneak. That's him in the back, Cole. French fried jumbo shrimp, liver and onions, grilled pork chops, hamburger steak sandwich, deluxe hamburger, tender to top sirloin steak, our special ham sandwich. Where the wheat eats best. Where the west. Ich dachte, ich war schon vom Brot abgelenkt. 2 club sandwiches. Thank you, waitress. Bist du das? Ah ne, wahrscheinlich ist Ray schon vorgelaufen. Hast du was zu sagen? Oh, sister, I was so tight I couldn't walk. Nun, dann reden wir wohl erstmal mit ihm. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie... Es ist noch keine Clue-Musik an oder so, dass ich was sammeln Freddy, könnte. you're looking good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said... You want the money or the alternative? Tell us about the reefer, Freddy. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Brass comes from Tijuana. They bring in 50 pounds a week. 50 pounds? Are you hallucinating, Freddy? Gets stashed at a house at 1452 North Las Palmas. Names, Freddy. The guy at the house is a spick that goes by the name Juan Garcia Cruz. Now be careful. He likes guns. Now, do I get my money? Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Crazy. Lass unser Auto mal Neues. Wir nehmen mal hier die Leute aus. Ey, du, genau, ich will dein Auto. Ich mag die Farbe. I'm sorry, sir. Police officer. I need your car. Oh. Sorry. Pontiac Sedan 6. Ist ja auch besser, wenn die Gangster nicht wissen, in welchem Auto wir kommen. Sure. A hophead like Freddy would raffle his sister for his next score.
Nochmal kurz, Ton ist da, aber ist hier eigentlich auch Ton richtig? Ja, ist er. Sehr schön, ich freue mich. Der lässt sich aber gut steuern, der Pontiac. Bin noch in keinen Hydranten gefahren. Wo ist jetzt... hier? Okay, das sieht wirklich aus wie eine Drogenstube. Würde ich sagen. He likes guns. Da haben sie aber Glück gehabt. Der hat auch nicht mal Ansatzweise getroffen. Alright, I will go and find a way in. Wie geht das noch? Ah. Reinforcements are on the way. Cease and desist. KTPL. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired and officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. Roger, 11K audience. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. Shots fired. Identify code 3. Ah, die haben sich verbarrikadadelt. Normalerweise kann ich mehr Schüsse ab. Huch. Schießt er einfach auf uns. Call for help. I'll try and find a way in. Ich versuch's diesmal auf die typische Kofelsart. Einfach Headshots. Nicht mein Hut. Verdammt. Throw out the guns. Dann muss der andere sich auch hinhockt. 1452 North Las Palmas. Shots fired and officers need help at 1452 North Las Palmas. Was ist du da? Officers need help at 1452 North Las Palmas. Officers need help at 1452 North Las Palmas. Shots fired. You just stand and identify code 3. Ja. Profi. Jetzt können wir uns die Bude mal anschauen. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. There's nothing to see here. There's nothing to see. You guys don't half leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Die haben mich abgeschossen und dabei gleichzeitig noch einen Burger gegessen. Nicht schlecht. So. Ich meine, das ist ja offensichtlich eine Waffe. Können wir uns aber anscheinend offensichtlich nicht näher angucken. Also es gibt keinen Trigger, auf den ich hier warten kann. Okay. Woran der wohl gestorben ist? Never the same, are they? Keine Nadelstiche in der Hand. Scheint sein eigenes Produkt nicht zu schießen.
Denn ich weiß ja, wie man Drogen nimmt. Was hast du da? Your name. Juan Garcia Cruz. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. It does, it does. Der Tasche. A silver dollar. Thought they took these things out of circulation. Was? Okay, da, mit der American Currency History kenne ich mich jetzt nicht aus. Aha, okay. Case of death? Not now, Phelps. Ein Name. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Masankai. Masanki. Okay. Eine Buddel. Circumstantial. Ja, das denke ich auch. Da ist die Waffe. Ist noch eine Waffe? Es sind noch mehr Waffen. Don't think this is any use to us. Nee, natürlich nicht. Ist ja nur eine Pistole. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Schlimmeres als Suppe? Junk. Was sind das? Ah, Stifte. Qualitätsstifte. Okay. Ich glaube... Ich meine, die Musik ist ja immer noch mysteriös. Wir haben also noch nicht jeden Clou gefunden. Maybe these are the guys keeping Juan so well stocked with soup. Damals war noch alles günstig, ne? 12 Cent für eine Kanne Suppe. Gute Minestrone sogar. Das ist heute nicht mehr machbar. Oder du kriegst halt eine Spucksuppe, aber keine Qualitätstomatensuppe. Für das Geld. Diktionario. Doesn't tell me anything. Ich dachte, vielleicht kann ich die anderen Sachen auch noch anpacken. Kann ich nicht. Mhm. Okay. Swirly Whirl Nixon. Cannabis. Nee. Ich glaube, ich brauche noch einen Hinweis, um das zu verstehen. Optimistic, Cole. Ja, diese Patronen konnten unmöglich was mit dem Fall zu tun haben.
so ein Auge und irgendwelche fliegenden Meerjungfrauen, was das ist. Das ist komisch. No good to me. Okay, ich dachte, ich könnte so machen, dass es aussehen würde, als würde es rausfallen und dann das Spiel dabei ertappen, dass es nicht rausfällt. Kann ich aber nicht. This isn't what we're looking for. Nein. Kein Zucker. Okay. Das heißt, ich soll I don't jetzt think this is anything. wohl mal alle einmal angrapschen. Not sure this means much. Und es kommt kurz ja auch diese... Ah. Ha! Phelps, you jump like a girl. Funny. Aha. Now we're getting somewhere. Da ist er auch ein bisschen stolz auf sich selbst. Und jetzt will ich noch mal kurz den da links öffnen. Ich vergesse manchmal auch noch mal zu klicken. Das ist doof von mir. Okay, ein paar Muttern. Dabei sagt mir das Spiel sogar, ich soll klicken. Und ich denke immer, es sagt mir, ich soll das Ding nur drehen, aber... Ja, dann passiert... Dann finde ich auch nicht jeden Clou, dann habe ich es auch nicht verdient. Dann habe ich es auch nicht verdient. Ja, so eine Junkbox. Schrauben, Muttern, wie man sie gerade braucht. I don't think this is going to help us. I don't think so either. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? You hungry or something, Phelps? Da haben wir das Product. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Das meine ich aber auch. Ja, wir machen das jetzt auch noch auf. Die Clue-Musik ist ja auch immer noch da. Even more. Even more, even more, even more. Britney Spears, meine Damen und Herren. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? 50 Pounds ist schon einiges. Tijuana. Ich würde sagen, ja. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Mhm. Haben wir alle Clues, sagt uns das Spiel. Dann werde ich mal drauf vertrauen. Das sind auch Riesenhäuser, ne? Mann, dass sie sich das leisten können. Okay, ich denke mal, dieser... Das mit den Zeichnungen brauche ich nicht. Another day, another dollar. Okay. Was habe ich eigentlich hier für ein Outfit an? Ich habe doch eigentlich noch coole andere
Outfits. Mhm. Dann wollen wir neben unserem Kumpel doch auch am besten aussehen, ne? Ach, wobei, ich finde diese Krawatte schon echt peinlich. Nee, kann ich die nicht anziehen, sorry. Phelps. Also ich bin ja eher davon Fan. Der sieht auch gut aus. Komm. Nehmen wir das Sword of Justice. So richtig schön im Nadelstreifenanzug. Okay. Dann cruisen wir mal ganz locker flockig zum nächsten, wa? Zum Market oder... Ich denke mal zur Soup... Gehen wir erstmal zum Market. Soup Factory klingt mir mehr nach... Also vielleicht finde ich beim Market noch mehr Hinweise für... Brother says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential Magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Hot damn. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Ein bisschen bewegen und so. Den kenne ich doch. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Das ist der LAPD. I'll take my chances. Okay, Cole, du weißt, was das heißt. Ich hätte gern einen Suit, der mich schneller macht. Den würde ich sofort anziehen. Tackle him! Tackle that mofo! Yeah! So, easy. Whatever you're carrying, hand it over. Weiter gleich. I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. You can't take me in. Take you Why not? in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your I head. want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Noch ein Silver Dollar. I need Ray to run down these silver dollars. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Auf dem anderen war ja auch noch. Da war jetzt K, auf dem anderen irgendwas anderes. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Hierto Quintilio. Sanchez. Aha, Wolltest du mal anfassen? Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Was für ein geiler Spruch. Was haben wir denn? Wir haben Must Kai, Must 3. Was war noch dieses Masankai? Da haben wir es nämlich.
Masankai. $1 then carried by Juan Garcia Cruz. Soda was dumping Masankai. Sukan. From Tijuana, another name EJ. And what's his name? Ayrton Sanchez, kein EJ. Please? May I go, officer? No, you may not. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Okay, also Truth ist es nicht. Aber haben wir denn Beweise, dass wir irgendwas zu EJ haben wir ja weiter erstmal nichts, außer wir haben das hier. Die aus diesem, ich guck mal, was er bei Lai Tell me the sagt. goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? Das hier, oder? Ich finde das schon gut, aber ich frage erstmal die andere Frage. Vielleicht, wenn wir dann das Buch für die andere Frage brauchen. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. I think you're the connection on the Mexican side. I think you're more than you like to make out. So now I'm the big man in this? Nee, bist du nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich der Beweis für die bösen Soup Cans. Aber ich glaube, den brauche ich später, wenn ich bei dieser Soup Factory an sich bin. Weiß aber nicht, ob man den jetzt nochmal benutzen kann. Und das, was sie jetzt gesagt haben, nachdem ich ihn einer Lüge beschuldigt habe, hat sich nicht so sehr auf das wieder bezogen. Ich mache erstmal das andere. You don't ask, you never find out. Also, Truth ist bei beiden auf jeden Fall nicht. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Tell me the goddamn truth. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family's at risk. What makes me part of their gang? What makes me part of their gang? Der Silver Dollar. Oder das hier. Aber andererseits... Fuck! What makes me part of their gang? Der Silver Dollar. Ich glaube, der ist es. Diese Dope Shipments, die haben sich ja gar nicht auf diesen Laden bezogen. Das war ja nur in der Zeitung. Sondern die Soup Factory Gedöns, das stand, glaube ich, in den Shipments. Ich nehme jetzt diesen Silver Dollar. Please? May I go, officer? You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez, tonight at 1 a.m. He's bringing the truck into the soup factory. Please help me, sir. Ernesto can be very cruel. Ernesto Juarez bringt einen Truck in die Soup Factory und kommt dann wieder hierher?
Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Ja. Und es würde schon Sinn machen, das hier als Beweis zu sehen. Ich denke ja. I think you're the connection on the Mexican side. I think you're more than you like to make out. So now I'm the big man in this? Oh, you're not. Das wissen wir auch. Okay, ich daute einfach. I made a mistake. Denn ich finde, Now I'm the big man in this ist nicht die seine Aussage, die ich mit einem Beweis widerlegen sollte. Weil das geht nicht. Weil er ist nicht der Big Man. Deswegen nehme ich jetzt Doubt. It's real funny, wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. Jorge organizes everything. You're under arrest, Erto. I'll speak to the DA and see if he will agree to not seize your assets or deport you. That's the best I can do. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Grasshoppers, jetzt habe ich es erst verstanden. Ist ja witzig. Der links sieht wichtig aus. Hat so eine important Glatze. Let them unload the goods first. Now? Let's get them. This is a raid! What the hell? Okay, Shotgun. Ich glaube, dann nehme ich mir doch mal eine. Move. Move! Let's go! Ah, die Knarre, die Shotgun. Ich mag gerne was ein bisschen deutlicher schießt. Ich bin der Headshot-Guy. Alright, let's move. Let's go. Everyone into position. Okay, gentlemen, we'll take the lead. You cover us. Going hard. Keep it tight, okay? Kann ich hier eigentlich jede Tür öffnen? Verdammt. Okay. Boah, this is a raid. War noch nie auf dem Rave. Schweige denn auf einer Raid. LAPD, put your hands where we can see them. Weapons on the ground. Go, now. Get in there. Ja, einmal gucken. How long do you think you can hold out? Jetzt, mach doch. Direkt unter mir. Da ist der jetzt doof. Dann kann ich hier runterspringen und noch einen Haken. Wo ist denn jetzt? I'm wide open here. Ach, da drin. Find some cover. All clear? I think that's the last of them, Cole. Was für eine Riesenhilfe. Ich muss immer alles Cole machen. Der phelpsige Cole. Detectives,
Found something here you probably want to see. I guess we better get there, huh? Mr. Policeman guy? What do you mean? Don't you have reports to write up or something? Another silver dollar? Oh, what? Yes, it is. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. Sehr poetisch. EJ. If you want an address, we should see what the Federales have on it. TJ. Haben wir jetzt? Wollt ihr noch einen Film sehen? Der The Sea of Grass. Ich denke ja. Sieht aus wie ein Film. Das klingt aus wie ein Film. Noch was bei dir? Nö. Im Gesicht. Hast du einen Beutel Marihuana noch verschluckt? Ach, so klingt das, wenn man einen Kopf auf Steinboden rollt, oder? Ja, ich glaube schon. Aber anscheinend gibt es hier noch mehr. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? Yes, it does. It certainly does. It certainly does. Dann geht's jetzt aber, jetzt frage ich mich, was ich hier noch für Beweise finden soll. Ich klicke einfach mal wild, sorry mit dem Mausklicken, aber ich klicke einfach mal wild, wenn es irgendeinen Clou gibt, dass ich den noch finde. Auch wenn es ja diese akustischen Signale gibt, aber ich bin da oldschool, was das angeht. Muchas monetas. $1,000 here. Wow. Easy money. Noch einer, nicht nur die großen. Yet another silver dollar. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Speaking of money, where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Masankai. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Masankai Metals, sagt es. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masankai Metals. Hätte auch gleich sagen können. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Ich habe ja anscheinend noch nicht alle Clues, oder doch? Also die Musik ist jetzt nicht mit einem Bang ausgegangen, sondern einfach nur so.
Habe ich jetzt alle Clues? Was guckst du da hoch? Ich hab nichts. Ich glaube... Ja doch, wir haben wohl alles. Ich denke, wir haben alles. Die Tür sah so hell aus, ich traue da gar nicht durch. Ja, so, ich glaube, wir haben alles. Lass mal weiter. Aber müssen wir gar nicht mehr zu Panel Suco Factory? Oh, Moment. Da waren wir gerade. I hope that big wad of cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? It might become substantial, you never know. Ja, ich glaube, ich könnte nicht... Sagt sich so einfach, aber ich glaube, ich würde mich echt unwohl fühlen, wenn ich so ein schmieriger Kopf wäre. Masanke Metal Warehouse. Locked. We need another way in. Halloin Heldrick! Schön, dass Sie hier sind. We need another way in. Let's find the other way. Ich wollte gerade noch sagen, wie schön ich es finde, dass das Spiel... Die Cases unterscheiden sich wirklich ganz gut auch von... Also, so sehr sie sich unterscheiden können bei der Spielmechanik, von Department zu Department. Oder Desk. Hier ist jetzt so ein bisschen mehr Action noch als bei Homicide. Und Homicide war sehr viel Reden und Clues finden und so. Und hier ist es auch ein bisschen mehr Action. Ich weiß nicht, was ich besser finde, aber auf jeden Fall ist das so. Und ich bin ziemlich gespannt darauf, das wollte ich auch nochmal sagen, wie sie das Brandstiftungsding dann machen, weil Drogen, Ballerei, Verfolgungsjagd und so, das kennen wir noch aus anderen Spielen, aber Brandstiftung macht man ja sogar selten in Spielen, außer man spielt Far Cry 2, und man löst vor allem auch keine Brandstiftungsfälle. Da bin ich sehr gespannt. Ich dachte, diese Lampe war, wie das Spiel uns sagt, hier geht's durch. Oder diese Lampe. Auch nicht. Ich bin... Mann. Hattest du einen schönen Geburtstag? Ja, hatte ich. Vielen Dank der Nachfrage. Lecker frühstücken, lecker... wobei, ich habe dann irgendwann richtig krasse Niesanfälle bekommen. Und dachte schon, ich werde krank. War dann auch abends dann so... aber hat sich dann nicht ganz bewahrheitet. Und am nächsten Tag war eigentlich wieder mehr oder weniger alles gut. Aber jetzt merke ich, dass ich trotzdem... Ich habe das Gefühl, ich klinge etwas verschnupft. Vielleicht muss man einfach mal nochmal die Nase putzen. Ja, also... Aber der Geburtstag war schön. Der Party-Modus ist, glaube ich, heute dann doch vorbei. 3 Tage wach, das war einmal. Okay, das war bei mir nie. Einmal habe ich eine Nacht durchmachen und mehr konnte ich aber auch nicht. Ich drehe mich hier im Kreise. Und... Cool, sind wir beide gespannt. Wie geht es Ihnen noch, Heldrick? Ist es gerade schön mit Urlaub? Ich meine, Urlaub ist es ja nicht. Arg. Aber bestimmt ist dieser andere Way-In super einfach zu finden, aber ich habe wieder Tomaten auf den Augen.
Sagt man doch so, ne? Tomaten auf den Augen. Vor allem gucke ich ja auch eigentlich bei Gebäuden, die gar nichts mehr hiermit zu tun haben. Ah, da ist... Ich muss bestimmt ein Rohr wieder hoch. Ein Rohr hoch und dann das andere Rohr runter. Das ist es. Dieses Rohr muss ich nämlich hoch. Verdammt! Ich dachte, du bist Spider-Phelps. Bin ich hier gerade eben schon lang gelaufen? Ah! Ein goldenes Rohr. Stimmt ja, es gehen nur die güldenen Röhre. Sehr schön. Runterkommen ist doch gut. Es kann übrigens auch sein, dass Cutie Cat morgen arbeiten muss. Also, wenn wir uns nicht weiter irgendwie noch stressige Gedanken machen wollen, ob wir heute nun Pen and Papern oder nicht, dann können wir auch einfach sagen, heute fällt aus, aber dann halt morgen vielleicht. Cover the back door, Roy. Was sagst du dazu? Wenn die anderen bis morgen auch noch können. Ansonsten halt die Woche erstmal gar nicht weiter. Ich komme von der anderen Seite, weil das cool ist. Stimmt aber auch. Vor allem bei mir. So, Danger, sagst du? I am the danger. Jesus fucking Christ. Whose cards are these? I've caught nothing but garbage all night. Hey! Reinforcements are on the way. Cease and desist. Ja. Und ich tanze da so um das Auto. Um den Eingang. Ich dachte, hier wäre gerade noch einer woanders hingeflohen. You okay? I'll tell you when I see what's waiting for us at the top. What? Vielleicht schnapp ich mal seine Waffe. Ist da noch einer? Wo denn? Ah, da! Ah! Schnabbelbumski! Throw out the guns. Boah, ich melde mich wieder, wenn die Spannung hier vorbei ist. Aber sie stört sich aber schleppend. Just fine one, out of bounds. Ah. Your move! Peng, peng, peng! Roy und ich machen peng, peng, peng! Da durch anscheinend. Ja. LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Oh, Evidence Roy. disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget.
The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. Oh, Roy. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Ist auch unbefriedigend. Reefers? Ich dachte mal, Reefer hat etwas mit Marihuana zu tun. Und schon wieder einen Clou nicht gefunden. Ich frage mich, wie das funktioniert. Wieso nicht? Das ist die Frage, ob morgen Numenera ist. Wenn es nach dir geht und mir, auf jeden Fall. Und Aline schon auch. Aber ich weiß nicht, ob Raphael zum Beispiel kann. Ich schreibe mal rein. Einfach mal mittendrin nebenbei. Ich meine, die haben ja schon mal gesagt, dass es funktionieren würde, aber ich meine, dass der Raphael ja auch viel mit dem LKW gerade unterwegs ist. Was ich auch noch eben... Ich muss jetzt doch mal kurz schauen, wo ich ein nächstes Newspaper finde. Das interessiert mich doch mal brennend. Nicht, dass ich jetzt... Wenn ich jetzt auch noch einen Newspaper nicht gefunden habe, dann kann ich auch was erleben. Ne, den habe ich doch schon gesehen, oder? Richtig. Genau. Und hier war ein Newspaper bei dem. Okay, das heißt der nächste bei The Setup. Eieiei. Im Locker Room. Okay, gut. Dann nächsten Fall. Ich meine, wir haben ja gerade erstmal eine Stunde gespielt. Dann kann man auch mal, also ich habe ja noch 2 Stunden übrig. Das war jetzt ein schneller Fall. Wahrscheinlich, weil ich so gut gearbeitet habe. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Sir, yes, sir. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Asakawa Bridge. That guy's got no fear. He didn't make it. I didn't go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench. Feel the horse's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Okay, wow. Da finden wir also gleich in irgendeinem Locker-Room eine Newspaper. Punkt 1. Punkt 2.
Die Medic-Folge von Band of Brothers. Wow, war das eine Folge und ist das eine gute Serie, aber diese Folge vor allem Hammer. You like the fight game, Phelps? I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Und als drittes, Sheldon war also auch mit Phelps in... Deswegen kennt er wahrscheinlich auch den anderen. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got $50 on the black kid. Let's get a ringside seat. Die Rocky-Taktik, verstehe. Nicht blocken. Ah, er ist wieder da. Den kennen wir schon häufig aus diesen Newspaper-Sequenzen. Oh, Roy. Flog einfach mal einen Stuhl durch das Feld. Das ist ja fast wie beim Wrestling, oder? That son of a bitch Hammond made a run for his dressing room. Let's find out what's going on. God damn you, Albert! You get out here right now! Step back! LAPD! Why am I investigating this? What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro, I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Für was? Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this So are we fight. here because you lost money or because we're investigating a prize-fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Ah, das muss echt Which is deprimierend sein. Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Okay, also hier finden wir wahrscheinlich gleich ein Newspaper. Oder? Da ist es ja. Newspaper Sequence, go! Warum eigentlich Alienist? Das heißt doch eigentlich jemand, der Leute abschreckt. You look troubled. I'm in a jam, Doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, Doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China on the Cool Ridge. The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. We shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation?
That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially and salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands, and you can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Er ist echt spooky, der Fontaine-Typ. Hm? Wahrscheinlich da rausgesprungen. Wow. Wieso habe ich denn eigentlich gerade eben nicht noch den neuen Clou gefunden? Wirklich. Ich orientiere mich doch schon nach der Musik, die eigentlich ja nicht lügen sollte. Manchmal drücke ich vielleicht nicht die Maustaste, wenn ich sollte. Mann. Erstmal das Tape angucken. Wow. Gutes Tape. Harry, Mervyn. Ach, Ray, nicht Roy. There's a phone number we can run by R&I, plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. And that was easy. So what next? You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me... Roy, you out of pocket too? Mickey? Seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? He's a frisky one, isn't he? Cole Phelps? Mickey Cohen. I know who he is, Roy. I, met his brother-in-law. Burn! Statt den haben wir eingebuchtet. Das sind Burn. I think you had the mixture pretty scared back there. Mixter. Oh, ich hätte gern so ein Würstchen. What do you think? Nein? R&I could trace that phone number, find out who that limey was talking to before he cut out of here. Maybe we should call R&I. Whatever that stands for. Operator, give me dispatch. Putting her through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for the following phone number. AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. Hollywood. You know the place? Flop House. Quarter a night, no questions asked. Eigentlich dürfte hier jetzt auch kein... Aber wieso habe ich denn... Früher war mein Problem immer die Clues die Fragen zu beantworten. Bei den... Also am Anfang des Spiels. Bei den Interrogations. Und jetzt schaffe ich es nicht mehr... alle Clues zu finden. Das ist doch irgendwie ein bisschen blöd.
Hier, Cabrio-Time. Erstmal gucken, habe ich was Neues unlocked? Oder ist das sowieso Roy's Auto? Hotel Elmar. Sieh, was auf meinem Bildschirm bewegt. Lass mal hin. You seem to have a pretty cozy relationship with Cohen and Stompanato. Do I note a hint of reprimand in your tone, Detective? Talking to gangsters comes with the turf. You should try out Mickey's place. He's got a haberdasher's up on Sunset. See if he can get you out of those old man's clothes that you slink around in. It's a front for his illegal activities. It is that, but he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. Alle korrupt um dich herum, Cole. Alle. Hard Water, das ist schon mal etwas. I think his name is Phelps. You brought in the case for that poor lady killed near City Hall. Ich frage mich zwar, mit dem du redest, aber ja, das stimmt, ich bin Phelps. Und wir machen eine kurze Pause, denn der Feuerglatz muss pinkeln. Bis gleich. Ich liebe es, wenn eine Pinkel-Session genauso lange dauert wie ein Nine-Inch-Nails-Song. Da sind wir wieder. Und da bin ich in klein. Ich bin hier ein bisschen zu hell. Ah, nee, bin ich nicht. Bin ich nicht, würde ich sagen. Nein. Nein. So. Erstmal möchte ich nochmal kurz mit dir reden. Du hast mich so gerade bewundert. Coole Comics hast du auch. Facts first. You can distort them later. Was du nicht sagst. Yeah, what do you want? LAPD. We're making inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. I don't need this? Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Prominent Tommies. Ach du Scheiße. Orson Welles war Amerikaner, oder? Winston Churchill, den kenne ich wohl. Die anderen scheinen... Winston Churchill. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flop house, Adler can't get out from his shadow. Check the place if you want. All I do is keep my head down and replace the towels. Dann gehen wir mal zu Winston Churchill. 207 meinte er, ne? Er hat auch zufälligerweise als einziges ein goldenes... As the cannibals finished off eating the clown, one said, "Did that taste funny to you?" Boah. See him? I saw his picture in the paper. He worked that case with that lady cut up like the Dahlia. So you're the first in this family born without a tail. Did your parents ever ask you to run away from home? I knew it wasn't safe around here anymore. Some creepy people auf jeden Fall hier. Der hat gar nichts zu sagen. Eine Kannibalenwitz ist auf jeden Fall ein guter Eisbrecher. Der gefällt mir. Door's unlocked. Ah, so ein Mundschutz. Also, naja. Zeigt ja schon mal, dass hier wahrscheinlich der Boxer drin war, wa?
Looks like he's had a broad up here. He must be heading home. You know, I hope he makes it. That crooked son of a bitch? No chance. Gebäude angehen. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. J301. Naja, Training. Hast du Rocky nicht gesehen oder was? Does Albert have somebody special? I didn't see anyone in his corner at the fight. It's still warm. Okay. Instaheat. Adrian Black's product of choice. Seems like a lifetime ago. Stimmt. Man die Suppe auch vom letzten Fall. Candy has expensive taste. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Looks like Albert has been doing some homework. 11 grand would be a nice little nest egg. Wow. Ja, stimmt wohl. Wahrscheinlich hat er als einziger gegen sich gewettet. Ah, oder sie. Nee. Für ihn, weil er einen Dive taken soll. Und dann... No? Use this angle if he has a real love interest. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Jetzt war die Clue-Musik auch schon vorbei, aber das war ja doch echt eigentlich ein echter Clue. Vielleicht sind das die... Ich kann mich doch nicht so ganz auf die Musik verlassen. Das gefällt mir ja nicht, das Spiel. Das gefällt mir ja nicht. Wir müssen sein Girl finden. Candy. What a nice name Candy is. I think his name is Phelps. He brought in the case for that poor lady. Hammond is over the hill. He's a punching bag for the up-and-comers. Should know his goddamn place. I think he knows. I think he worked out the place isn't L.A. He's punchy. His brain's going to mush. Winston Churchill? Give me a break. Churchill is a fighter, Roy. Hammond didn't just scribble down the first name he could think of. So, you boxed in the Marines? We all did. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups. Mehr noch Talk zwischen euch für mich. We need to know which room is Candy's. Yes, we need to. Oh, und das Auto will ich noch mal kurz hier anlocken. Das sieht doch schick aus. Lief jetzt nicht so, wie ich mir gehofft habe. Ich dachte, das steht auch sonst irgendwo immer. Und das hier ist auch schick. Guck mal. Und das hier auch. Aber wozu mache ich das? Ich bin nicht... Nein, nein, ich brauche das nicht. Ich brauche es nicht. Nein. Ich werde das Spiel auch, wenn ich fertig bin, nicht weiterspielen. Ich brauche keine Autos. Can I help you, gentlemen? LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type?
Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. The women don't find you handsome, they should at least find you handy. Ah, da kam gerade im Radio dieser Fight. Hey, fuck you! Wenn du meinst. Was sagst du? Auch so ein lustiger Clownwitz? I swear, this town is going straight to hell. Okay. Outside. Und dann nach oben. Hä? Hab ich schon wieder was nicht... Ich habe, glaube ich, schon irgendwie wieder nicht aufgepasst. Okay, gehen wir zu Roy. Der muss ja eigentlich wissen, wohin. Ach, nebenan. Ach so. Ja, da ist es. Da muss ich hin. Give it up, Sounds bitch. like we're missing all the He's gone fun. and fucked Get in both there, of us, and Phelps. You know where he's hiding. Now tell me where he is before I cut you. I told you I haven't seen him. Like hitting women, do you? We had a goddamn... This isn't gonna end well for you, friend. Einfach Button mashen. Und eine Grapple Attack. Genau. Hell yeah! Out cold, but breathing. Give her a minute and take a look around. Take a look around. In so Filmen, Spielen, Serien ist es auch immer... Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Eine Gun ist realer als ein Messer? Und jemanden auszunocken, das sieht immer so einfach aus, aber Carlo here seems to have the same friends as Hammond. kann ich mir What are eigentlich the nicht odds on them all vorstellen. being bookmakers? Das ist doch nicht so einfach. Und wie funktioniert das überhaupt? Ich meine, auch beim Boxen gibt's K.O., aber das ist halt nach mehreren Runden oder nach einem krassen Schlag dann okay, aber manchmal ist das so einfach flupp und K.O. Vor allem, wenn man sie von hinten anschleicht, dann sind ja alle She's ganz schnell leaving K.O. town. Ja, okay. She's leaving town. So Backstabbing Damage wie bei D&D. This doesn't pertain to the case. Oh, okay, it doesn't. It does. Doesn't give me anything to go on. Ein nettes Nagelfallen-Set. Unterschätze es nicht. Not everything here is going to be relevant. Certainly not. Single ticket, one way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Scania sails from New York. Die scheinen ja jetzt kein super verliebtes Pärchen zu sein. Vielleicht sind sie ja Geschwister oder was anderes? Einfach nur Partner? Take a seat, Miss Edwards. crime We have some partner? questions for you to answer. Look, I haven't done anything wrong. Ever? I find that pretty hard to believe. Who dad? Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. Shake it up, shake it up. Woo, woo.
Fangen wir mal damit an. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. No. You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off at the mouth? Prove I know where he is. Prove you know where he is. I think there is no proof. Elvira Hammond ist nicht? Ist wahrscheinlich Mutti. Weil sie ist ja Candy Edwards. Looks like I was mistaken. Dann einfach nur doubten. You're leaving town, Miss Edwards? Yes, I'm going straight home. Albert is going home by boat as soon as he collects his winnings. I know you're going to meet him. Albert is going to collect nothing. He'll be lucky if he can get out of town in one piece. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run, and then I say adios to this dump. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? How the hell would you know? Ich meine, wir haben sie auf der Liste, aber das heißt ja nicht, dass sie die kennt. Die Telefonnummer, für wen war die noch? AL345. Moment, das war dieses Hotel. Oder nicht? Ich meine ja. Ich finde, Moment, AL345 You gonna stand around here all day? A girl's got things to do. war doch dieses Hotel, oder nicht? Gucken wir mal. How can I help, Detective? AL345. Oh, da kennen wir ihre Adresse aus dem... Ah, nee, seine Adresse hatten wir damit gefunden. Ah, verdammt, okay. Habe ich mir noch gedacht. Gucken wir gleich mal. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Doch. Und zwar mit dem Magazin-Coupon. How do you think we found you, Candy? You wrote your name and address on a coupon. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Ich möchte schauen, was da They're passiert. bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know?
Und diesen Bookmakers Payouts, die haben wir doch in dem Raum von Hammond gesehen. Und sie war dort. Ah. Nee, ich glaube, da nehme ich Sorry. My mistake. Da nehme ich so einen Intuition Point für, ob es Doubt oder Lie ist. Verdammt. Geil. Dieser 50-50 Joker, ne? Immer. Wobei ist dann gar nicht mehr 50-50. Egal, auf jeden Fall. War schon bei Wer wird Millionär immer eine blöde Sache. Kann eine blöde Sache sein. Diese Liste, die wir jetzt in der Tasche von dem Typen gefunden haben, der sie gerade kaputt gehauen wollte. Oder das hier, was in Hammonds Locker war, wieso sollte sie davon wissen? Da ist keine Connection. You gonna stand around here all day? Oder einfach nur doubten. Ich glaube, die Beweise sind nicht stark genug, dass Doubt dann doch das Richtige ist. Was meint ihr? Wenn jemand mir helfen kann, kann aber niemand. Payouts, Odds oder Doubt? Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Noch einmal. Do the names Harry, Mervyn, or Ray mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Wir haben die auf der Liste, aber die Liste hat nichts mit ihr zu tun. Nochmal bei Lie? They're bookmakers, aren't they? Tell me the truth. How the hell would I know? How the hell would she know? Ah! Vielleicht dadurch, dass diese Liste in dem Raum war, in dem du dich aufgehalten hast. Oder ich glaube, Doubt. Ich doubt jetzt. Ich doubt jetzt. You understand that? Give up these men, Miss Edwards, and we'll think about letting these charges against you slide. What? Charges against me? All I did was try and look out for Albert. Now he skips out and I have to take beatings for him as well? Do you want to press charges against Arcaro? Just get him out of here. That's all I want. Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Good luck, Miss Edwards. I hope things work out for you. Thank you. It's very kind of you to say so. Bad people are looking to hurt Candy, and yet she's not heading straight for the train station? I smell a payoff. I say stake her out. See where she goes. Das ist ein blöden Namen. Ich hätte wahrscheinlich die untere Liste nehmen sollen. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you.
Okay. Tail this broad. Don't let her get away, but don't get spotted. I'll bring up the car behind you. Sie hat sich so plötzlich umgedreht, was hätte ich machen sollen? Jetzt hier hin? Mal hier hinterbleiben, erstmal. Bleiben wir erstmal hier hinter. Oh ja, ich freue mich schon. Move in. Can't risk losing the trail. Too much slack. Gotta get closer. Okay, okay. When is America going to understand it's about giving, not getting? Da-dum, 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 da-da, 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 da-da. Da-da-da-da. Kann ich hier mich hinsetzen? Oh, kann ich nicht. Move in. Can't risk losing the trail. Jetzt über die Straße. Too much slack. Gotta get closer. Die Leute, die ihn einfach so sehen, was die wohl denken. Okay. Ich glaube, es wird zwischendurch auch noch nicht gespeichert, oder? Das heißt, wenn ich verkacke, dann verkacke ich halt richtig. Das wäre unschön.
Kann ich mich dahinter verstecken? In diesen Boxen da? Ich warte erstmal, bis sie um die Ecke ist, glaube ich. Move in. Can't risk losing the trail. Ah, gut. Bookmakers? Yes. Surprise, surprise. Na, vielleicht habe ich jetzt aber diese Mission halt gehabt, weil ich von ihr nicht den Namen der Bookmakers jetzt herausfinden konnte. Einfach mehr Spiel. Mehr Spiel vom Spiel. Ist doch auch schön. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door? Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. Das ist mein auskunftsfreudiger Bookmaker. That's the guy from the paper. Solved that big case. Generally speaking, you're not learning much when your mouth is moving. What are you doing? Ooh. Old intelligence trick from the Marines. Examiner Drugstore 1487 Iowa Avenue, Hollywood. We know where she's headed. Let's get moving. Okay. Bisschen spannend ist es ja schon. Roy? Gleich wahrscheinlich gerade. Dann fahren wir Truck. Jesus, Cole, what's wrong with a good old-fashioned black and white? She come? Ja, er kommt. Sehr gut. Ach, von da hinten, okay. LKW, wir sollen doch nicht entdeckt werden. Mit diesem Auto auf jeden Fall nicht. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? That is the question. Aber hätte ich gewusst, dass das Auto so laut ist, hätte ich mir vielleicht was anderes geholt. Hollywoodland! Ist das früher echt noch Hollywoodland? Ohne Hollywood einfach nur? That was a tax-paying citizen. You just bounced off the fucking hood, Phelps. Ja, wir alle haben unsere raueren Seiten, nicht wahr, Roy? Das Teil hier ist auch echt nicht so einfach zu steuern. Und das andere, mir ist letztens aufgefallen, Holly ist ein bestimmtes Holz. Das ist mir aufgefallen, als ich nach Zauberstabholzern, als ich mich darüber informiert habe, zu Harry Potter. Und dann frage ich mich, warum das so heißt. Einfach, weil da ein paar Bäumchen auf dem Hügel sind. Wieso ist Hollywood denn voller Hollywood? Weil war mir gar nicht bekannt, dass sie so viel Holz hier haben. Ja.
ist das? Oh, ist das eine blöde Karre, die ich mir hier ausgesucht habe. Examinaire Drucksteur. This guy must have escaped the loony bin. Detectives Phelps and Earl, LAPD. Relax, Cole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. I'm just about to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. How long ago did she leave? Maybe 5 minutes. Called a cab. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. God damn it all, I asked them to hold the mayo. Seine Stimme ist schon ganz witzig. Yellow cab. We need to get after her, fast. Yellow Cab Company. Operator, message for KGPL. Can you Can you connect me to the Yellow Cab Company? Hollywood 2187, please. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood? Yes, sir. Sent one round from the pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervyn to give us an address on Ray's place. All right, Mervyn. Any idea who Ray is? Sugar Ray. Not now, Mervyn. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Das war easy. Wir nehmen diesmal eine andere Karre. Du da! LAPD, braucht ein Auto. Sir, step out of the car, please. LAPD. Be careful with it, copper. Zum nächsten Shop. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Wow, da war jetzt aber eine... Are you crazy? Just a little bit. Whoa! So. Wir machen halt keinen Platz. Yellow. Vielleicht kann er mir ja noch helfen. Anscheinend nicht. That's the cab waiting up ahead. She's not in the car. Ah. Don't get too close. She must be inside. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. Can you quit driving like a jackass already? Quit driving What like a stops jackass. is she gonna make? Oh, der vor mir hat fast das gleiche Auto wie ich. Hammond is full of himself, being this sure he was gonna win. Ich glaube, Brian ist immer noch angefressen, dass seine Money weg ist.
sehr unauffällig, einfach als Auto mitten auf der Straße zu stehen. Ich habe gerade mich noch gefragt, wäre es nicht eigentlich total schlau, wenn man sich einfach nicht wie ein Cop anzieht, sondern noch mit Familie quasi fährt. Okay, war jetzt nicht dabei, aber so ein Kind und eine Frau noch dazu und dann einfach direkt dahinter fährt und einfach so aussieht, als wäre man ganz normal, anstatt halt auszusehen wie ein Cop. Dann gibt es kein Problem. Dann kann man dem folgen. Ist doch cool. That bitch has given me what I'm owed. That's all I know. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass es dir hauptsächlich darum geht, Roy. Now would be a bad time to forget how to drive. Hält sie da? Sie hält da. Pull over. She's heading inside. Was, Depot? Die Broad will verschwinden. I think I just saw Hammond. I'll tail him. You get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her see you. Where is she now? Oh, there she is. Cherry pie was lit. I swear, this town is going straight to hell. You're a real Isn't that the asshole, cop you know who that? caught the guy? Roy! Call an ambulance. Hammond got away. He said... Just Don't try we- and sit still, Candy. Make Who me shot you? Was it Albert? car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split. He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Kann auch jeder andere gewesen sein. Ich meine, Hammond. Ja, kann ich mal... Okay. 32 caliber. One shot fired. Ich dachte, ich hätte zwei gehört. Wahrscheinlich war das eine ihrer, der andere vom Gegner. The Egyptian Theater. Das soll mir helfen, da noch hinzugehen? Wobei wir hatten ja 2 Stunden mal ein Movie-Ticket. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Komm ich hier raus? Ich dachte, wir würden jetzt einfach losrennen und den Typen verfolgen, der doch gar nicht so weit sein kann, aber nö. Theater, I guess. Theater. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her. You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C.
Oh, das ist schon irgendwie... Da stand doch gerade so ein Auto schnell hingeparkt. Siehst du? This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. The revolver appears to have belonged to the victim. Son of a KGB all clear. bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. Oh, Schießerei im Theater. Wup, wup. Wup, wup. Wup. Why'd you kill her, Carlo? Your gripe was with me. She was collecting the money for you. Mickey made it clear it was either me or you, and I intend to keep on living. Ich geh mal schnell. Vielleicht kann ich noch einen She Tod stole her verhindern. betting slip. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take the short money. It's for the best kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost a fight, it wasn't for lack of trying, and it wasn't for lack of courage. I didn't have much, but I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself, so did little boy. You did it to make a quick buck, and Candy did it to make her dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Sneaky Cops kommen um die Ecke. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. When did this ever Making work? a big mistake, Arcaro. Ah, gibt noch mehr? Oh. Ich dachte, wir wären alleine. Ah, so ein Dunkeln ist natürlich mal was anderes. Find some cover! Come on, Cole. Carlo's a dead man. Hammond too when we find him. Wo kommt der her? Wer schießt auf meinen Roy? Da hat jemand von da oben, ne? Kill a cop, and it's the electric chair. Where are you? You limey cocksucker. Jetzt rennt er weg. Okay, kommt er von da, oder was? Jetzt! So. It's time to come out now, Hammond. Put the gun down, Roy. That son of a bitch owes me a lot of money. Catch. The Scania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Donnelly and the homicide squad send their best, Phelps.
They're more than pleased that you wrapped up the Edwards killing. They're a little mystified about the motive. You have any ideas on that? Crime of passion, sir. Looks like some sort of love triangle between the manager, the fighter, and his girlfriend. No sign of the scrapper? No, sir. Looks like he left town after the fight. Okay. It's homicide's problem now. Good work, gentlemen. Wo der auch immer einfach sofort vorbeikommt, als wüsste er von allem und wäre eigentlich immer die ganze Zeit bei uns. Okay, muss echt wenig fragen bei diesem Case. Ich kann das nachvollziehen, was Cole gemacht hat, aber Hammond hat halt auch Dreck am Stecken. Und zwar gewaltig. Noch ein Fall. Also hier durch Weiß rasen wir ja durch. The Naked 187 City. at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Mouthpiece was stripped off me at the grand jury. Case is thrown out. Now the DA wants my... What's with that getup of yours anyway? I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. 5 o'clock shadow? Poor guy must be going crazy. Steht mir. What a skunk. Walking out on his wife like that? Ah, nehmen wir das hier. Das schöne blaue. Cadillac. Und ich mag meinen Anzug, Roy. You seem distracted. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Okay, wenn wir da halten, mache ich noch mal gleich eine kurze Pause. Ich muss mich einmal kurz ein bisschen bewegen. Das ist auch mal ein guter Grund, oder? Murder scene! Second floor, apartment 6, in the back. Thanks. Thank you, Officer. So, eine kurze Mini-Pause. Einmal ein bisschen kurz sich bewegen. Bis gleich. Willkommen zurück. Guten Tag. Da haben wir auch gerade noch eben 2 Kekse reingestopft. Das ist lecker. So, liebe Leute. Lass uns mal den Mörderfall hier I haven't seen much, Detective. The suit's waiting upstairs can give you the story. lösen. Der wohl mit Morphium zu tun hat. Wenn jetzt durch meine Bewegungen hier irgendwie der Sound blöd ist, dann tut's mir leid. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty.
26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Also ich finde, sein Anzug ist der coolste. You get lost and let me work? This broad was built to be photographed, even if she is dead. Some things you just don't say. Kann sie denken? Aber Quality English smoking jacket. English? I don't know anyone under 45 who would wear one. Haskell and Shaw. Jetzt habe ich ein Keksstückchen, ein hartes irgendwie noch im Hals. Looks like barbiturates. Barb what? Hast du was mit Haarschneid zu tun? Ist ja voller Clues, der. Barbiturates. What else is rattling around in this thing? We should speak to her doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Was ist denn? Julia Randall? Da stand ja gar nichts drauf. Benzodiazepin, okay. Entschuldigung. Und nein. Loslassen! Lassen Sie die Sache los. Nein, die haben wir schon gesehen. Jetzt gehen wir mal zu der sexy Toten. Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. No foam, I guess. Take a closer look at her head and neck. Okay. Very unusual ring. Inwiefern? I could be wrong, but it looks like a black sapphire. Und wieso haben die eigentlich immer alle hier so richtig ranzige, eklige Fingernägel? Das haben wir schon bei manchen, bei den Homicide Cases habe ich das schon immer gesehen. Aber ich dachte halt, da haben sie an dem Mörder vielleicht gekratzt und dann ist da was abgegangen. Aber mein Gott! Das wird man doch wohl noch erwarten dürfen, dass die Leute sich hier die Fingernägel schneiden. Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. The neck is bruised pretty badly. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. It spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. This is her in these photos? Something else. Nope. Miss Julie was... Pretty girl like that? Maybe she was having trouble with some boys, huh? Maybe she got her heart broken. Ich dachte mal, ich kann doch die Pillen da irgendwie. So she ran herself a bath and down some pills, and then she just drifted off. I don't know. Miss Julie, she always had so much fire. So much drive. I'm sorry, I'm not being very clear. There. This is all top end of town stuff. Okay. Gives us somewhere to look.
Ja, aha, further investigate. Ja, okay, Moment. Wow. Das nächste. There's been a modeling assignment. It's a place to start. Beautiful girl. The clothes certainly aren't from the Sears catalog. Ja, auch da nichts. Okay, okay. Ah, alle Clues gefunden schon mal. Sehr schön, sehr schön. Jetzt reden wir mit der Zeugin, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass die was damit zu tun hat. Und ich gucke mir jetzt hier noch Suppenkellen an. Nee, ich glaube, das können wir lassen. Okay. You killed her, didn't you? I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Mr. Henderson. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Da ist auf jeden Fall mehr. You're hiding something, Mrs. Reynoldson. There's something about Julia's past that you don't want to tell me. And how do you come to that conclusion, young man? What makes you think I know anything about her past? Mrs. Hendrickson hieß sie oder so, ne? Phenobarbital. Aha. Und dann aber auch noch Benzedrine. Na! You were being very crass, young man. Moment. Ich habe mich verdrückt. The whole investigation. Ich meine, es guckt ja sowieso kein Arsch zu. Dann kann ich auch... Ich will einfach nur... Moment. Einfach nur quit. So, Alt F4. Mit viel Glück machen wir da genau weiter, wo wir jetzt waren. Drücken Sie mir die Daumen. Er scheint ja noch nicht gespeichert zu haben. Ich zeige jedenfalls kein Saving unten rechts. Und ich habe einfach nur... Ich wollte nämlich gucken, ob ich noch mehr Infos bekomme bei diesem Bild. Und habe ganz vergessen, dass ich ja schon sie beschuldige. Oh. Nicht gut. It is loading. Second floor, apartment 6, in the back. Thanks. Okay. Classy lady, swanky place. It's a shame. Real shame. Ja. Hässliche Frauen ist natürlich nicht schlimm, wenn sie sterben. Ach. Mal will be pleased.
Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. Okay, den Cup brauche ich wahrscheinlich nicht. Oh, das schon mal gemacht. Bukowski! Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Or can we get on with it? Relax, Rusty. 26 years old, fashion model. Found in the tub by the Rusty. cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here, here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Bukowski ist auch der Einzige, der noch versucht, echte Police Work zu machen, ne? Phelps? Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I take a look? No foam. Be my guest. Take a closer look at her head and neck. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. Black Sapphire. Klingt auch wie eine Band oder so. Bruising on the forearms, and these look like bite marks. Very good. Carruthers, du bist echt ein guter. Du bist ein guter. The neck is bruised pretty badly. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the syrettes. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought syrettes and weren't junkies, and you might be onto something. Thanks, Carruthers. Und nee, der ist Wurst. Ah nee, sonst ist hier nichts. Ach, stimmt, wir können uns ja auch eigentlich mal das Bad anschauen, ne? Couldn't take it anymore. So she ran herself a bath and down some pills, and then she just drifted off. I don't know. Die teure Jacke. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. Wieso so men's smoking jacket? Not be very clear. They're there. It's okay. Ein Pärchen wieder. Looks like barbiturates. Barbiturates. Kann ich immer noch was? Barbiturates. What else is rattling around in this thing? Let's take a look. We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Can you get lost and let me work? This broad was built to be photographed, even if she is dead. Da war ja eigentlich nur dort eine Adresse. There's been a modeling assignment. Das hier. It's a place to start.
Okay, vielleicht ist das Scene ja der Typ, dem das Jackett gehört. Ich weiß nicht, ob wir die anderen auch noch anschauen sollten, aber ich glaube schon. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Ach ja, Moment. Mal sehen, dass da nichts drin ist. Aha, okay, ja. Und wieder raus. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Kiefer spitzt gerade. Ich bin aber auch ein Zähneknirscher im Schlaf. Ich habe auch, wahrscheinlich wie viele von euch, so eine kleine Beißschiene da. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson. Jetzt aber. I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. What are you hiding here, Mrs. Reynoldson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. Die Pillen? Ich denke mal, das ist eigentlich schon ein Beweis. She was taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Was mit dem Men's Jacket? Why are you lying to me, Mrs. Reynoldson? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Yes, I can. Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Ich glaube, da haben wir keinen Beweis, das haben wir einfach nur Dauten. Jetzt gucke ich nochmal, ohne dass ich gleich einen Fehler machen kann. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. I want it Of course, all. being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. I think our work is done here. Ja, thank. Was ist mit diesem... Nicht Bügeleisen? Schneebesen? Nein. Nothing significant. Nudelholz! Oder
den Mörchen im Einkauf. Roy. Help me out. Hast du da schon mal nachgedacht? I say we check out the dress shop. Können wir Carruthers noch sagen, dass wir wirklich solche Morphin-Dinger gesehen haben? Wer hat sie denn jetzt verfrachtet? Huch. Stefan, Rusty, we'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Ich mach vorsichtshalber nochmal das hier. Vielleicht wollt ihr das Spiel sonst nicht, dass ich das schon hab. So. Okay. Was sieht sich, was jetzt an der falschen Stelle sonst nicht getriggert hätte? Cole mag es doch aber auch gerne Befehle zu geben, ne? Das ist wahrscheinlich seine Zeit aus der Army. So, und du? Können wir mit dem Ding noch telefonieren schnell? No, we cannot. Okay, dann lassen wir weiter. Hier ist ein Police-Auto-Sound. Das hier ein Dresser, Dr. Stoneman's Practice. Ich will erstmal zu ihm. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Hey, Sentry, a citizen reports suspicious activity on a trolley car on Fountain Avenue. Stand by for further information. Any Sentry in it? Weil Rusty wirklich nicht der zuverlässigste Cop ist, vielleicht? That still means pretties. Absolutely fireproof. Das wollen wir doch mal sehen. Vielleicht sehen wir hier schon Morphium im Dumpster? No, we do not. Aber wo sollen wir hin? Das steht doch bestimmt auch im Briefkasten irgendwo. Ah, hier. Here, Stoneman, office 505. 505. Scene 101, take 5. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Ist aber schön mit dem Licht und Schatten. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister.
Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Sorry, patient. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Leave me alone. Schon irgendwelche Hinweise hier noch? So, nein? I'm stumped. Ideas? Okay, time to grill the good doctor and get his story. Miss, haben Sie noch was zu sagen? Your partner is a creep, and you probably are too. I have nothing more to say to you. My partner is a creep, yeah, she's right about that. Aha. Wer trinkt schon aus I doubt it. viereckigen Bechern? Das würde ich aber auch sagen. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Verstehe. How well did you know Miss Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Has she? 6 months. Was ist das hier? July 46. Was haben wir denn heute? Steht vielleicht, welchen Tag wir heute haben? Nein, aber nicht. July 46. Ist das auf der Map? Auch nicht. Ich glaube, das muss ich mal kurz einfach im Interwebs angucken. Zu wann Eleanor eigentlich spielt. Okay. July 46. Und wir haben mindestens schon September 47. Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Dann ist sie schon ein bisschen länger dabei. Aber hat er denn die Prescription gemacht? Oder komm her, ne? Hey, du lügst doch! Lügen tust du, das bist du. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Do you have access to patient records? No, but we have a Benzedrine prescription. Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight.
Ich habe eigentlich das Gefühl, die Sleeping Pills sollten jetzt noch zur Sprache kommen, aber ich habe noch nicht raus wie. Ich sage erstmal Lüge und mal schauen, was er sagt. We believe Miss Randall died of an overdose of morphine. You didn't prescribe her anything else, did you? That is a very serious allegation to level at a doctor, young man. Nochmal, hat er gesagt, dass er ihm das Morphium prescribed hat oder noch etwas? You didn't prescribe her anything else, did you? Ich meine, nicht das Morphium, aber die Sleeping Pills. Looks like I made a mistake. Nochmal fragen. Additional medications, ja. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Ich sag das jetzt mit den Sleeping Pills. We believe Miss Randall died of an overdose of morphine. You didn't prescribe her anything else, did you? That is a very serious allegation to level at a doctor, young man. Young man. Ich versuch's jetzt mal. I am well aware of what is prescribed under the Harrison Act, Detective. If you wish to make any other ridiculous accusations, I suggest you direct them to my attorney. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Habe ich wieder zu viel gedacht. Miste, Pumpiste. Nicht zu viel gedacht, aber halt um die Ecke. Obwohl es nicht um die Ecke gehen sollte. Was haben wir denn hier? It would take a smarter man than me to connect that. Hallo, Mr. Mal zurück. Und der zweite, der ist gut. Der ist auf jeden Fall gut. Früher war alles besser. Hat das jetzt mit deinem Witz zu tun oder mit meinem Rant, dass ich wieder hier verkackt habe? Wie war der Indoor-Spielplatz? Ihr seid schon fertig? Wie hat Emilia ein Trampolin, ist er Trampolin gesprungen und so? Was ging da ab? I'm at a loss. I say we check out the dress shop. I say the same. Nicht viel aus dem Doktor jetzt zu holen. Mist. The old boy's lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Nehmen wir noch ein neues Auto. Er hat alles gemacht. Trampolin, Rutsche, Kletterpark. Moment. Der Kleine kann klettern? Was kann er denn nicht? Wow. Ist ja krass. So, wo wollen wir als nächstes hin? Dressstore. Das mit den Sleeping Pills nervt mich jetzt. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. Okay. Du hast ihn noch gehalten. Gut, ich dachte, er hängt da schon wie Sylvester Stallone in Cliffhanger. Nee, oder so hieß der Film, glaube ich. Ich glaube Cliffhanger.
Hattest du den auch Spaß? Bist du auch... ach ja, du wirst natürlich mit, heißt du bist auch mitgeklettert. Sehr gut. Well, hello. What can I help you with today? Well, hello. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Und wie fand Papa das? War auch froh oder saß er nur in der Ecke und hat Eis gegessen? Das glaube ich. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Scheint erstmal die Wahrheit zu sein. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to me. I'm very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Was ist er denn jetzt? Was ist denn bei ihm los? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Mhm. Cool. Hattet ihr euch verabredet oder war das zufällig? Oder meinst du mit seinem kleinen Freund etwas anderes? Aber ich glaube nicht, dass du das jetzt sagen würdest. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Ich glaube, das stimmt. Henry is your beau. Tell us about him. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Ich glaube, sie kennt Mr. Henderson nicht. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment. I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh, no. Oh, I can't believe it. She was so full of life. Ja, sehen wir. Ach, aber süß, dass sie noch das da irgendwie eingebaut haben. Ihr habt euch verabredet, cool. Richtig süß, dass er Freunde hat, so als Einjähriger. Phelps, Badge 1247. Wie macht man das denn so eigentlich, frage ich mich. How could I help, Detective? Die können ja noch nicht mal richtig reden miteinander. Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Das klingt aber jetzt dringend. Hospitale! Hospitale!
Wie war denn so der Laden generell? Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Im Vergleich zu anderen Indoor-Spielplätzen, wie zum Beispiel, ich kenne ja nur Bullermeck, wie war der denn? War der schön sauber, gute Toiletten und anscheinend ja alles dabei, was man braucht, mit Trampolin, Klettergerüst und so. Und wie teuer ist das? Und würden Erwachsene da auch zufrieden sein? Hätte es mir gefallen, frage ich dich außerdem zusätzlich. Sehr schön. Wie hieß der denn? Machen wir mal ein bisschen Werbung für Indoor-Spielplätze. Detectives Phelps and Earl here to see the coroner. Yes, Detective. He's waiting for you in the examination room. Thank you. And I will go into the examination room. Okay. Ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Und Trampoline mag ich auch nicht so. Ich denke immer, da breche ich mir das Genick. Ich war mal mit Marian im Bullermeck, so im Jugendalter, und ich hatte viel zu viel Schiss vor den meisten Sachen. Ich habe mich an die große Rutsche getraut. Aber vielleicht gehen wir da mal zusammen hin, auf deinen 40. Geburtstag irgendwann. Roy, I have some information for you. Okay. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Ja, das ist cool. Das Dschungelboot? Das klingt wirklich gut. Das finde ich super, wenn wir da alle mal hingehen. Und es gibt eine Hüpfburg. Da traue ich mich drauf hingegen. Wobei, darf man da die Socken anbehalten? Ich fand Hüpfburgen als Kind immer richtig eklig, weil ich Füße nicht leiden konnte. Auch hat sich ein bisschen gebessert, aber nicht viel. Und deswegen wollte ich nie auf eine Hüpfburg. Ich wollte auch nicht meine eigenen Füße zeigen. Und erst recht nicht die der anderen irgendwie mit in Kontakt kommen. Solange man keine nackten Füße sieht, bin ich Fan von Hüpfburgen. Oh, danke für das Foto. Das gucken wir später mal an. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Ich bin froh, dass du das... Habt ihr Bilder geschickt? Füße sind eklig in der Reihenfolge geschrieben hast. Füße sind eklig, habt ihr Bilder geschickt? Das wäre... Dann hätte ich dich wahrscheinlich aus meinen Kontakten blockiert. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen, da anzuschauen. Haben wir aber nicht, sonst wären wir ja nicht draußen. Nehmen wir mal dieses schicke rote Auto. Cabrio fahren, das ist immer das Geilste. Ich kann ja jetzt immer noch zum Receiving Hospital, wo ich jetzt gerade war. Moment.
Okay, es gab Mord. Contrary to what your partner thinks, I think the LeBlanc angle has wheels. You need to follow it up. Ja, okay. Mehr ist hier nicht. Okay. Ich gehe ja schon. Alles auf Socken. Das lese ich ja jetzt erst. Ich will ein Auto haben. Police. Out of the car. Police. You coppers ain't God, you know. A land warmed by the sun, cooled by the freshest ocean breezes. A place. Und zwar wollen wir zur Police Station. Da haben wir schon... Ups, nein, dann hätte ich ja auch gar nicht hinfahren müssen. Ja, das lässt sich aber... Entschuldigung, schön drehen. Alright, where's the guy? Arnett is in interview too, Phelps. Go help him get whatever it is off his chest. Interview room 2. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. There he is. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wer du bist. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Ach, Call me stimmt. Henry. It's the least I could do. Der Mann der anderen. Terrible news Verlobter. about Julia. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Sieht auch hier nach der Truth aus. Oder? Henry. Das war von Henderson. Angeblich. Nicht von ihm. Oh, stimmt. Ja, ist ja schon. Danke, dass du Bescheid sagst. Den Fall machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Oder was würdest du sagen? Was der der sieht doch aus, als würde er... Er zuckt so ein bisschen rum. Aber... Ansonsten... And you were close? Verdammt. We were friends. Ach, verdammt, Mann. Was? Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Dowd? Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Mann! Henry Arnett, du Arschloch. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Were you at home last Saturday? That's right. Have you been to my house? Also, die Truth sagt er nicht. You need me to sign some papers or something? Is the captain in? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company?
Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa, a couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Phelps weiß, was los ist. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Ah, immer diese Interviews. Fudge! He's in that car at the lights. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Oh, jetzt cool. Schon angefangen? Und du traust dich, obwohl du eigentlich noch so emotional traumatisiert warst? A cad like Arnett to be a better liar. Just casually tailing him. Sehr gut. Not the siren, you idiot! Ich wollte nur hupen. Ich habe ganz vergessen, dass das sein Auto ist, das eine Sirene hat. Not the siren, you idiot. Ja, das ist wohl wahr. Dass ich den so verranzt habe. Aber so langsam bin ich auch ein bisschen abgehärtet von Noire und weiß, ey, ist auch egal, was ich nun richtig habe und was nicht. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have him get in touch via KGPL Jimmy der Weiße. Information. Ach, ich kann abbrechen. Sehr gut. Wusste ich gar nicht. Oder war das gerade einfach sowieso vorbei? He's in that car at the lights. Musstest du denn schon... Hattest dich schon emotional so mitgenommen wie der erste Teil anstellen? He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Okay, dann bis dann. Tschüss. Tschüss. Adios, Miss Temper. Bis spätestens nächste Woche Sonntag. Where are you taking us, Henry? Ich freue mich gleich aufs Frühstück. Ich hatte noch keins. Idiot never stepped foot in Okinawa.
Schwuve. Musik. Da haben wir ihn. Den Lackaffen. Dass er sich aber so aus meinem Interview geschmuggelt hat, das nervt mich trotzdem. Was hätte ich denn sagen sollen? Was gab's denn für Beweise, dass sie sich kennen? Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Ah, schon wieder. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Was ist er denn? Ist er der in diesem blauen Anzug? Ja, ne? Inkognito. Inkognito. Too much slack. Gotta get closer. Aufhören mit Inkognito. Schnell hinter die Mauer, hinter die Mauer. Auf der Lauer, hinter der Mauer. Steht der kleine Koko. Move in. Can't risk losing the trail. Man sieht ihn doch noch, genau. What are you doing? Was denn? Ich war doch versteckt hinter diesem Auto. Super versteckt. Manometer. Kann ich abbrechen? Too much slack. Oh ja, kann ich. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Move in. Can't risk losing the trail. Echt nicht. Den kann man doch noch über 5 weitere Straßen sehen. Bash, bash. Too much slack. Gotta get closer. Jetzt hinter die Move in. Can't risk losing the trail. andere Mauer. What are you doing? Du siehst mich doch gar nicht. Oh, du blödes Weißwürstchen, du. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Verdammte Kackwurst. Ja, das bin übrigens ich. What are you doing? Okay, jetzt war ich. Ne, das passiert nämlich, wenn man es 3-mal nicht schafft, dann werde ich so witzerig, schnickelig, schwubbelig. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. Ich bleib einfach auf dieser Straßenseite. Ist das was? Immer hinter den Bäumen stehen. Too much slack. Gotta get closer. Okay. Move in. Can't risk losing the trail. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal so ein bisschen über die Straße gehen. Da hat er mich ja sonst schon immer wieder gefunden. Can't risk losing the trail. Too much slack. What are you doing? Mann! Es ist zwar schon 13:16 Uhr, aber wir hatten noch ein paar Pausen. Und ich will den Fall noch lösen. Gerade eben war hier noch ein Newspaper. Ja, okay. Also, ich dachte, das Newspaper wäre da, wo ich war, auf der Bank. Da ist es aber nicht. Too much slack.
closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Moment, wenn ich hier hinter dem Baum stehe, kannst du mich doch gar nicht sehen. Ich bin einfach jetzt hinter jedem Baum. So nämlich. Ich hoffe, das funktioniert. Bisher funktioniert es. Wie denn? Ich war doch invisible. Wahrscheinlich auch, wenn ich einfach nur zu nah bin, obwohl er mich eigentlich nicht sehen kann. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Ich bleibe jetzt einfach weit weg von ihm. Vielleicht funktioniert das. Ich muss mich auch mal inkognitoisieren. Too much slack. Gotta get closer. Nein! Ach! Move in. Can't risk losing the trail. Ich bleib einfach weit weg. Er sagt zwar immer, gotta move in, can't risk losing the trail und sowas, aber ich glaube, ich bin ja immer viel zu nah dran, als dass ich zu weit weg bin. Also folge ich mir jetzt einfach ganz dumm auf Schritt und Tritt. So. Hä? Sieht so aus, solange ich so weit weg bin, dass dein roter Button unten links neu blinkt, dann ist alles gut irgendwie. So. Ah, ich kann zu dem Schuhschein-Typen schnell. Okay, Moment, jetzt ist er weg. Move in. Can't risk losing the trail. Too much slack. Gotta get closer. Spaß macht's, oder? Spaß. Hauptsache wir haben Spaß, Kinders. Move in. Can't risk losing the trail.
much slack. Gotta get closer. Er kommt gleich wieder zu uns. Oder sagen sie jetzt, he evaded me, obwohl ich ihn jetzt immer noch direkt sehen kann. Würde mich nicht wundern. Aber jetzt müsste er gleich wieder näher kommen. Ah, ich hätte schon mal zu dem Schuhscheintypen gehen können. Verdammt. Na egal. Nun ist es so. Na, nun ist es so. So. Da geht er gleich rechts um die Ecke. Wo genau ist er denn jetzt? Ah, da, okay. Bestimmt hier so lang sneaken. Ah, Aufbewahr! Travelco! Finally! That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. Ach. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City, tomorrow night. That's good, but this is better. My God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Dearest Beverly, with love and affection, always. Jay? Oh, what's his name? Es scheint wohl so ein... Er nimmt die Mädels aus. Deswegen war sie depressed? Car 11K, 11 King, come in. Go ahead, KGPL. 11K, go to Hollywood Station. Homicide detectives Bukowski and Galloway have information relating to the Randall case. Roger, KGPL. 11K, en route. Car 11K, Car 11 King, come in. Car 11 King, go ahead. R&I reports the last arresting officer for DOA Jimmy LeBlanc was Patrolman Fred Wallace, who's working a shift on Hollywood 9th Beat, Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Car 11K, en route. Okay, okay. Machen wir gleich, aber erst... Ach so, jetzt muss ich nicht mehr telefonieren, weil wir gerade schon telefoniert hatten. Gut, gut, gut. Ah, Leute, was meint ihr? Sollen wir zuerst ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus 2 dames always equals problems. Nein, geht erstmal mit dem Alten, reden wir erstmal mit dem. Und dann zu Galloway und Bukowski, meine beiden Kumpel-Buddies. Nur beide Kumpels. Schaffensgas! This car cost me a fortune, you moron! The Ronald Coleman resident? Hello, is Mr. Coleman there? Who should I say is calling? The Jack manager. One moment. You know, explain everything to Ronnie and understand. La la la. Hello. Hello, Ronnie? Hello. Well, did you tell Mr. Coleman
ist aber weit weg. Und abbiegen. Quietsch. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Ah. Okay. Aber wenn sie schießen, schieße ich auch. Selbst schuld. Das habt ihr euch selber zuzuschreiben. Wie viele Kopfschüsse hältst du denn aus? Pretty brave for a dead man. As soon as he pokes his head out, step on. Komm schon. I got you now, motherfucker! Find some cover! Give me some goddamn cover! You give me cover. Tag you, motherfucker! Pretty brave for a dead man. Stay down! Jetzt komm doch raus! Tschüss. Ah, ein letzter noch. Ach, der ist schon hinter? Stay in cover! Dahinter. You're clear, go! Damit musst du nicht mehr laufen. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. They nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Ist dann doch nicht der, mit dem wir bisher auch schon... Willie ist er nicht. Er ist ja kein Strongman. Who's Willie? You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Mal schauen, was unsere alten Partner sagen. Sie sind aber auch heute wieder am Überziehen. No, thank you. North Highland Avenue, 1825 North Highland Avenue. Unit to handle code 2 identify. We caught up with Mao. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town. Tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar?
Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Vielleicht dieses Fabergé-Ding. Is the cigarette case on there? Ach, du Kacke. Wireless radio. Fabergé Gold cigarette case. Yes, it is. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Und der Black Sapphire Ring. Hier. Julia Randall's ring. It's here. Do you think this lipstick's too light for my complexion? Silver Pillbox? Ah, wahrscheinlich nicht. Such noch nach dem Ring von der anderen. Vielleicht? Even the engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Ich meine, irgendwas muss ich... Vielleicht das hier noch? Nee. Und wir sind ja noch nicht hier... Das Spiel sagt ja eigentlich meistens so, das war's. Hat es aber bisher nicht. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Okay. Wer ist jetzt Eavesdrom? Ah, Burglary. Okay. Dann machen wir das doch. Wir schaffen den Fall heute auch noch. Leute von heute. Welches Auto nehmen wir heute? Ah, nehmen wir das einfach. Oh, das hat sich doch gerade geändert. Ah, hier, Feuerwehrauto. Das habe ich gerade eben schon gedacht. Tatütata. How are we gonna look getting around in this thing, Cole? Ja, du. So you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working. Look where you're going! You're gonna kill someone! Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. Any Central unit of A hopped-up model, a cat, and a circus freak. Only in L.A. Fairy tales of the rich and famous. More like pathetic tales of the desperate to be rich and famous. Junkie Goldilocks. What are you doing? Ich kann durchfahren. Verdammt. Arnett, LeBlanc, and Willie. Don't you go putting the pieces together again before they fit, Phelps. Listen to your old pal Rusty. Or should I say Finn? Phelps! I wouldn't call him that if I were you. What do you care? It doesn't sound like you're the top of his Christmas card list. He gives everyone a hard time. That's just how he is. Whatever gets you through the day, Cole. Die Leute rennen schon alle weg von mir. Aber, also mal ganz im Ernst, wieso lässt sich denn so ein Firetruck so schlecht steuern? Die müssen doch auch mal schnell zum Einsatz kommen, ohne alle umzufahren. Geht doch gar nicht. Wie langsam ist das Ding auch noch? Bei GTA kann man wenigstens noch mit Wasser spritzen. Christ! Vor allem, was wir hier am Ende für eine Bewertung haben. Und wie viel Schaden ich schon angerichtet habe. Oh, ich glaube, gleich wechsle ich das Auto, wenn es noch länger dauert. Geht noch, geht noch. Dann machen sie ja so Platz.
schnapp mir das Auto da. Das ist ja nicht auszuhalten. Schön dieses unauffällige gelbe Auto. Passt perfekt für Undercover-Einsätze. Jetzt steig da rein! KTI Radio Los Angeles plays the songs you want to hear, the most heard on the air, and the songs So fährt mein Auto. Da sind wir hier. Ja, lass Auto fahren. So. Da sind wir. Nice house. Very nice. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? Jetzt will ich die Schauspielerin kennen. I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Schön vorm Kamin. Wealthy burglary. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Nicht ganz 25. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eavestrom? Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Weil sie denkt, sie kriegt das wieder, was sie sagt. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? I am. My daughter's boyfriend was quite taken with the case. Uh-huh. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. My daughter's boyfriend, what's his name? What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Let's get into that. Dad. Ich glaube, das ist ihr Truth Face. Ich guck mal kurz, was bei Lai passiert. I think you know more about this burglary than you are letting on, Mrs. Eavestrom. There isn't an insurance claim involved, is there? Are you accusing me of having my own home burgled? How dare you? What possible proof do you have for this scandalous remark? Kein... Eigentlich? Oder ist es jetzt doch so? Diese Smoking Jacket, die haben wir auch immer noch nicht raus. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Ich glaube, das ist Truth. Oder? Gucken wir nochmal. What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Ihr Gesicht sagt jetzt nicht, dass ich Doubt drücken soll, aber ich würde ja gerne über was anderes reden als ihren komischen... Ich sag jetzt Truth.
Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. Stoneman wieder. I returned home and all of my things were missing. Aha. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch, let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Jetzt haben wir sie einfach mit im Kofferraum. And now, national news from American Century Broadcasting. Okay. Bin gespannt, was passiert. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. What about Willie? Both of you. There's a very good explanation for all of this. What is sogging it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. A patsy. Ah, Housing Developments. Moment. Das ist bestimmt von diesem... There goes a week's wages. Von diesem Typen in dem Newspaper immer. Der würde doch auch das Geld in Housing anlegen. Vielleicht hat das was damit zu tun. Jedenfalls da, wo wir gerade durchgefahren sind. Suspicious, suspicious, suspicious. Ich hoffe, wir können den Fall lösen. Turn left up ahead. Mach ich. Aber viel Verkehr heute Abend. Manometer. Das war eine weite Strecke bis zu Arnett. Take this right. Okay. Go straight at the next intersection. Straight through. Straight over. Straight through. Next left. Ja, na. Wir müssen doch eigentlich gleich mal da sein. So groß kann LA doch nicht sein. Okay, das sieht jetzt nicht so nach dem reichen Gebäude aus. Oder? Hätte ich jetzt gedacht. Come on, sister. Let's find out who your fiance really is. Wichtig? Nee, keine Story Newspapers. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? No, I'm not. LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Let's take the lift. In a moment. Vielleicht gibt's hier Evidence.
So what next? Arnett is in 30, Cole. Let's pay him a visit. Let's go to 30. Get out the way, please. So. Sie ist auch mit dabei. Well, isn't this just Okay, es geht doch viel länger, als ich dann am Ende noch dachte. Wir überziehen mächtigst. Aber hey. Was soll schon passieren? Stop! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, get your hands in the air. Schnell, schnell! Bin ja fast an ihm dran. Where is he? Oben jetzt? Was? Okay. Ah, diese Kacke. Das funktioniert einfach nie. Dieses Spiel. Somit wartet er auf mich. Also Cole, das war jetzt aber auch echt dumm. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. You came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming round, too. He's all hopped up. Verdammt. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Sie sieht aus wie eine bei Soma. Dazu gab es noch so kleine Kurzfilmchen. Und sie sieht aus wie die Schauspielerin dort. Das könnte sein. Ah, Not much help. das stimmt wohl. Was haben wir denn da? This is going to help us. Okay. Teebeutel. Seems irrelevant. Okay. Da liegt zwar was, aber das ist anscheinend egal. Hier im Arbeitszimmer. Da ist doch bestimmt der juicy Shit. This isn't what we're looking for. No, it's not. Ich will mich halt nicht zu nah an die dran bewegen, nicht, dass ich noch Cutscene auslöse. Aber vielleicht hier durch den Balkon. Doesn't tell me anything. Wenn ich durch sein Apartment soll, hier aber nichts ist. Doof. Nee. Ist doch Search Apartment ist doch die Aufgabe, oder nicht? Und da kann ich noch nicht hin. Die Taschenlampe ist egal. Kann ich das... Dankeschön. Der Abwasch. Steht hier was auf dem
Fridge. Auch nicht. Das Dartboard. Diese komischen hässlichen japanischen Bilder. Ja. Ach, immer nur noch dieser blöde Fächer. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht alles gefunden, aber auch, dass ich nichts mehr weiterfinden kann. Ein blödes Gefühl ist das. Da war ich schon häufiger. Durch die Tür geht's nicht. Nee. Am Balkon war ich. Balkon. Hier geht nichts. Da, das. Draußen. Nichts weiter. Vielleicht dieses komische Schwert da. Ich begebe mich jetzt doch mal in der Nähe. Ein Suitcase. Was war das? Okay. You told Heather you're honeymooning without her? Ja, das ist weird. Was sie auch noch Burglary-mäßig? So eine Uhr? Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Ja, genau. Aber die Musik ist ja immer noch nicht weg. Jetzt, okay. Let's talk. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Ah, er hat aber ein krasses Pokerface auf. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? Nein. Diese Smoking Jacket, die finde ich auch immer noch strange. I can tell you how. Damit nämlich. Und noch viel mehr damit. Ich wüsste gerne noch mal genau, was alles auf der Kontrabandliste draufsteht. Aber ich hätte gesagt, der Pearl Ring ist der Beweis. I thought as much. Shouldn't you be calling me an ambulance or something? Das gibt's doch nicht. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather and she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. Bullshit.
glaube, das ist einfach nur Doubt. You wanted Julia Randall out of your life. Why would he want that? Julia was our friend. Julia was his hump, sweetheart. They were the Bonnie and Clyde of society burglars. He met you and realized he didn't have to steal anymore. He could just mooch from you. He needed Julia out of the way. Julia was insatiable. She didn't care about anyone, not the least me. She was never going to go back to the poverty she came from. I wanted it to stop. Ah, verdammt! Ich krieg's nicht hin! Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Ich verkack den Fall. Das gibt's doch nicht. Da müssen wir nochmal restarten, ne? Ah, nein. Nicht heute, aber generell. You won't let me leave until we've finished this, Detective, so you'd best get on with it. Tell me about your first case und so ist, glaube ich, auch wir haben ja das Statement vom Housekeeper, dass es Mr. Henderson gibt, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, wo er lügt. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Doubt. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. You still don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful, so goddamn cold. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Wieso sagst du das nicht gleich? Mann! Dieser Fall! Ja, jeder Cop hat ja so einen Fall, wo er einfach nicht drüber hinwegkommt, aber ich glaube, ich habe meinen gefunden. Der einfach verfolgt, wenn man nachts die Augen zumacht, wenn man morgens aufwacht, das ist das Erste, an das man denkt. Serving California and the West Coast with music and variety. Are you removing I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. This is KTI, a member of the American Century Broadcasting System. Ich dachte, jetzt kommt es auch für die Zwischensequenz, wenn ich da einfach dran vorbeifahre. Oder was? Tut's nicht. Okay. Es tut keine Zwischensequenz kommen. Ah, Mann. Okay, Doktor. Mist, verdammte, ey. Time for the doctor to give us something to make this all better. Jetzt aber. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent.
I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her. Boo. I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Das war jetzt auch so einfach nur noch ein Happen für uns von dem, dass der Name nochmal You'll call Dr. Gerard. gefallen ist. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Hey! Didn't see that coming. God. Hätte man vielleicht anders lösen können? Advice? Call this in, Cole. Maybe you should ask for a street sweeper. Wo ist das Telefon? Oh, das Telefon benutzen bitte. Dankeschön. Operator, give me R&I. Putting you through now. How can I help you, Doctor? I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. Es geht noch weiter. Ich sage, das reicht jetzt. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Yeah, let's please try this. Ups, falsche Tür. Wo bin ich denn jetzt reingekommen? Ich muss auch so Pipi machen, aber jetzt für ein paar Minütchen dachte ich, geht auch noch. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. We go to Washington now with national news from American City. Fahren wir mal eben hin. Ach, sind schon da. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find a game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us.
Cream Jacket. Basketball Shoes. Da ist der Harmonika. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Big Guy? Hä, wo ist er denn jetzt? Ach so! Huch! Da haben wir aber veräppelt. Get him, Roy! Roy! Ah, der ist aber... den kriegen wir nicht. Da, da. Mach mal da hoch, oder was? So aus. I take the lead, Roy. Nicht, dass er jetzt auch noch springt. Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Waste the son of a bitch. Mann! Mamma mia. Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. Er taucht schon wieder einfach so ab. So auf. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Case closed. Das hat sich angefühlt, als hätte ich viel weniger gewusst. Irgendwas haben wir da nicht hinbekommen, glaube ich. Den Fall goggle ich gleich nochmal. Aber den Rest sehen wir das nächste Mal. Es ist schon viel zu spät. 14:10 Uhr. Halleluja. Und ich würde sagen, wir machen einfach jetzt Schluss. Die Cutscene schauen wir uns das nächste Mal an. Und jetzt sage ich Tschüss. Ich muss auf Toilette, muss essen. Wünsche euch einen guten Appetit. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn es heißt Gothic. Und irgendwann haben wir auch dieses Spiel hier, Noire, durch. Da freue ich mich auch schon drauf. Bis dann. Tschüss. Und Adeus.